Aloha, schöne Seele! Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal und ich sende dir die herzlichsten Grüße hier aus dem Channeled News Studio, wo ich jetzt gerade mit einer wunderbaren Gruppe gemeinsam ein Channeling erlebt habe, wo es ganz klar noch einmal mehr darum geht, in der jetzigen Zeit in der eigenen Präsenz zu sein. Die Kraft deiner Präsenz, die Power deiner Präsenz. Eine sehr schöne Meditation hat Saja Ma da mit uns gemacht und ich möchte dir jetzt einfach einen Einblick in diese kraftvolle Ansage von Saja Ma über die Zeitgeschichte, dieses Jahr, das wir gerade erleben, das Marsjahr, mitgeben. Schau doch rein, die ganze Aufzeichnung findest du auf meiner Webseite und ich sage schon mal Danke fürs Vorbeischauen. Liebe Grüße von mir zu dir und viel Vergnügen. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie schön, wieder einmal mehr an einem 10. mit dir verbunden sein zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber, dass du dir jetzt Zeit nimmst, hier gemeinsam mit mir und in der Gruppe und Saja Ma einen Augenblick innezuhalten. Ja, wie geht es euch denn? Ich habe da, soll man in den Chat reinklicken, mal gucken. Oh, ja, da sehe ich schon, dass ihr da seid. Und ja, es war Vollmond vor ein paar wenigen Tagen. Ein sehr kraftvoller Vollmond, der, ich glaube, so wirklich, wirklich viel in uns ausgelöst hat und in unserer Gemeinschaft, also in der Menschheit selbst, auch auf dieser Erde. Und ich habe gerade so viel mitbekommen, was da alles los ist. Es scheint stürmisch zu sein. Im Außen wie manchmal auch im Innen. Und deswegen freut es mich so sehr, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit mir hier eben in Verbindung und in der Gruppe zu atmen. Falls du das erste Mal heute hier mit dabei bist, mein Name ist Adriana Meisser. Ich arbeite seit nunmehr 18 Jahren als Coach und Channel-Medium und seit 2014 vor allem mit dem Grafen von Saja Ma zusammen. Und das ist eine sehr intensive Zeit, die ich mit ihm verlebe in diesem Sinne. Und deswegen freut es mich besonders, mit dir jetzt diesen Augenblick gemeinsam zu gestalten. Denn das Interessante an der Arbeit mit der geistigen Welt ist, dass sie, auch wenn ich dich jetzt nicht sehen kann, dass sie immer das mit einbringt, was die gesamte Gruppe, wir alle jetzt sozusagen energetisch vorbereitet haben oder mitbringen. Also kann ich nur Danke sagen, dass du jetzt da bist, denn du bist ein wesentlicher Teil vom heutigen Channeling. Ja, ihr seid von den verschiedensten Orten, das weiß ich. Wir sind rund um die Welt irgendwie miteinander jetzt verbunden. Das berührt mich jedes Mal wieder. Ich finde das eine sehr tolle Zeit, in der wir uns auf diese Weise verknüpfen können. Und ich würde mich jetzt sehr darüber freuen, wenn du mit mir gemeinsam atmen magst. Bewusst atmen und innehalten und so richtig spüren magst, also in Verbindung gehst, jetzt erstmal mit dir. Also fühl dich willkommen in dieser großen Gruppe und fühl dich willkommen in diesem Augenblick und atme. Mach es dir bequem. Und versuche mal ganz bewusst wahrzunehmen, was gerade so in dir los ist, aber ohne es zu benennen. Und lächle. Zieh deine schönen Mundwinkel schön nach oben, denn diese Muskelchen da haben einen unglaublichen Mehrwert, wenn sie aktiviert sind. Sie haben eine entspannende Wirkung auf unser ganzes physisches System. Also lächle, atme, bleib bei dir während diesem Channeling. Nimm einfach mit, was für dich jetzt stimmig ist. Den Rest lass einfach mal stehen und
laden wir gemeinsam den Sascha mal ein. Mal sehen, was er uns heute zu erzählen hat. In wenigen Tagen, nämlich am 28. diesen Monats, werden wir uns nämlich über Gesundheit erhalten und fördern im Rahmen mit der Buchhandlung im Licht unterhalten. Aber jetzt wollen wir einfach mal lauschen, was heute am 10. März ansteht. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude, diesen Augenblick mit dir zu teilen und ihn in diesem Sinne mit dir zu schöpfen. Gemeinsam mit dir ein paar geistige Schritte zu unternehmen und uns in diesem Sinne einlassen auf die Zeitqualität, auf die Power des Jetzt. Und damit, mit diesem Jetzt, meine ich vor allem auch das ganze Jahr, in welchem ihr ja schon mittendrin steckt und von welchem ihr wisst, dass eine sehr transformative Kraft in ihm steckt, die du unbedingt lernen darfst zu nutzen. Zu nutzen im Sinne von für dich greifbar, umsetzbar und in diesem Sinne eben nährend und stärkend zu machen. Geliebte Seele, ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du bist ein Wunder. Du bist das Wunder, das geboren wurde, um diese Zeit zu erfreuen. Du bist geboren, um diesen Moment durch deine Gegenwart zu erhellen, zu nähren, und diesen Moment auch zu schreiben, ihn zu erfüllen. Je mehr du also bei dir ankommen kannst in dieser Zeit, also in diesem Jahr, in welchem manches einfach abbrechen wird von dem, was aufgestanden oder gebildet wurde in den letzten Jahren. Es wird einfach wegbrechen, abbrechen, sich neuern. Man könnte auch sagen, es ist das Jahr des Neubeginns. Aber das ist ein Wort, das kennst du schon so lange, trägst du lange schon mit dir herum und stehst ihm manchmal zwiegespalten gegenüber. Du freust dich zwar sehr auf jeden Neubeginn, bist aber eben noch nicht so geübt im Übergang hin zu diesem Neubeginn, also das Alte loszulassen, um dann auch wirklich durchstarten zu können. Aber das wird dir eben genau dieses jetzige Jahr ermöglichen, freudvoll zu lernen. Deswegen mein Tipp, lass dich ganz und gar auf diese jetzige Zeit ein. Sag Ja zum Leben, wie es jetzt ist, dein ganz persönliches und das große Ganze. Auch wenn es nicht immer freudvoll scheint, auch wenn es nicht immer harmonisch und unterstützend ausschaut. Und ganz besonders dann, wenn andere oder du persönlich wirklich mit einem Leidensdruck in Verbindung stehen. Dann sag Ja zu dem, was ist. Ich weiß, dass in eurem Innersten viele Stimmen laut werden, die nach Ruhe, nach Zufriedenheit, nach Gesundheit, Entspannung und so weiter rufen. Möge es doch endlich ein bisschen ruhiger werden. Du und ich, wir erinnern uns aber auch sehr gut daran, dass noch vor wenigen Jahren andere Elemente laut in dir, in euch gerufen haben, nämlich der Ruf für Wandel, für Veränderung. Ihr wart es müde, in dieser dichten Suppe festzuhocken und so langsam, immer nur langsam die Schritte zu erkennen, die getan wurden, nach vorne oder zurück. Jetzt seid ihr in einer Zeit angekommen, in der es schneller geht. Und diese Geschwindigkeit fordert ihren Tribut. Aber du kannst das, geliebte Seele. Du kannst mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Druck, mit dieser energetischen, veränderten Situation
wunderbar umgehen. Du bist dafür geboren. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Sonst wäre dein Leben jetzt nicht so, wie es ist, im guten wie im nicht ganz so angenehmen Bereich. Du bist hier, weil du die Kraft besitzt, diesen äußeren, schnellen, hitzigen Wandel durch dich fließen zu lassen und das Neue damit zu verbinden und somit durch dich das Neue in die Materie zu gebären. Es ist deswegen so wichtig, dass du die Präsenz deiner eigenen Macht und Kraft immer mehr kennenlernst, damit du mit den Kräften der Erde, ihren Elementen und ihrem sehr kraftvollen Wandel in der nahen Zeit umgehen kannst. Ich glaube, du spürst den Wandel in der Erde. Ich glaube, du fühlst die Aktivitäten, die da sind, auch im Wasser. Du hörst von Neuerungen flüstern im Wind. Je mehr du dich auf deine Kraft, und das ist im Atem und im Gegenwärtigsein, dich auf dich einlassen, je mehr du dich auf diese Kraft einlässt, umso leichter geht es dir von der Hand, die Entscheidungen zu fällen und die folgenden Schritte zu tun, die anstehen in deinem persönlichen Leben und in der großen Menschheitsmasse. Alte Strukturen, mit ein paar Spenden ist es nicht mehr gemacht, um alte, zerfallene Strukturen neu aufbauen zu können. Es braucht jetzt euch in der Gemeinschaft. Es braucht diejenigen, die ganz vorne physisch mithelfen und es braucht diejenigen, die eben dafür sorgen, dass diejenigen da vorne die Kraft haben. Wenn du dich also dazu berufen fühlst, diese Präsenz auszustrahlen und sie in die Welt zu atmen, indem du einfach einen Augenblick innehältst in dem, was du tust, wenn dich irgendetwas im Außen erreicht, das triggert, dann wisse um den unendlich großen Dienst, den du dir und der Welt in diesem Augenblick tust. Dann nutzt du die Power deiner Präsenz im Jetzt.